Heute beschäftigen wir uns mal mit etwas Positivem und nicht den, ja, doch teils negativen Alltagsschlagzeilen, die ich sonst immer momentan geliefert habe. Nein, ich hatte das ja bereits angekündigt, dass ich euch mal ein paar Insights in meine private Uhrensammlung geben möchte. Und ja, was da so am Start ist, das werdet ihr auf jeden Fall in einer kleinen Videoserie die nächsten Wochen erfahren. Wir starten heute mal ganz chronologisch und zwar mit meinen ersten Uhren. Und ja, für alle, die es interessiert, die können gerne dranbleiben, denn ich werde ein bisschen ja, auf die Historie eingehen und auch, wie ich zu dem Thema Uhren überhaupt gekommen bin. Es ist ein Hobby, was man nicht jetzt einfach so von heute auf morgen anfängt, wo man jetzt sagt, boah, Uhren, das ist sowas Tolles, da ja, stecke ich jetzt meinen ganzen Alltag rein. Nein, ich glaube eher, dass es so ein, viel auch so ein Annäherungsprozess ist, den man da erstmal durchläuft, bevor man dann irgendwann sagt, ja, das ist wirklich eine Passion. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lang und gehen direkt mal rein. Doch bevor ich euch meine erste Uhr zeige, kurz vorweg nochmal zur Geschichte. Wie bin ich denn zum Thema Uhren gekommen? Im Prinzip ist es ganz einfach und ich glaube auch vielen von euch da draußen ist es so ergangen. Alles fing an mit einem Video auf YouTube, was mir ein Kollege geschickt hat, der sich damals schon ein bisschen mehr mit dem Thema Uhren auseinandergesetzt hatte und ja, mir gesagt hat, schau dir das mal an, diese Uhr möchte ich mir gerne holen. Das war kein geringerer als Marc Gebauer damals schon gewesen. Viele von euch werden ihn kennen, der ja größte Uhreninfluencer aus Deutschland, hat sich einen Namen halt gemacht durch seine, ja, Videos von Uhren, die er damals vorgestellt hat, bei seinem damaligen Arbeitgeber Cologne Watch. Das ist ein großer Uhrenverkäufer aus Köln natürlich, wie der Name schon sagt. Und da hat er immer im Verkaufsraum halt Uhrenvideos gedreht und ja, mein Kollege hat mir das Video geschickt und ich habe mir das angeguckt. Das war, glaube ich, damals mit Mark Eggers. Das ist auch ein YouTuber-Kollege gewesen von ihm damals schon. Und da ging es, glaube ich, um eine Rolex Datejust, oder? Oder um eine Submariner. Ich bin mir gar nicht mehr so wirklich sicher. Und ja, ich fand das irgendwie so interessant von da an, weil Marc Gebauer auch immer so den technischen Part dahinter noch so erklärt hat. Das ist zum Beispiel nur eine mechanische Uhr, die musst du halt separat aufziehen, oder das ist eine Automatikuhr mit einem Automatikkaliber, das brauchst du nicht aufziehen, das kannst du einfach an dein Handgelenk machen und durch die Rotorenbewegungen zieht sich das Uhrwerk dann auf. Und ja, so diese ganzen Insights verbunden mit diesem Luxury-Lifestyle dahinter, also auch, was sind diese Uhren wert, etc., das hat mich irgendwie gecatcht und am Ende bin ich darauf kleben geblieben und auch einfach so die Marke Marc Gebauer fand ich halt so interessant, sein Lebenslauf, wie er sich halt wirklich hochgearbeitet hat. Bei den ganzen Influencern natürlich, das hat er natürlich taktisch sehr klug gemacht. Er kommt ja auch aus dem Marketing, glaube ich, oder hat ja Marketing und Journalismus, glaube ich, studiert. Und ja, der hat das halt so genial gemacht und ich war so begeistert davon und trotzdem war er so down to earth irgendwie, also halt irgendwie, ja, greifbar. Und das war im Prinzip der Grund, warum ich angefangen habe, nach Uhren zu recherchieren. Jetzt bin ich natürlich nicht in den Laden gegangen und habe mir direkt meine erste Datejust geholt. Nein, ich habe mich auch erstmal mit dem Thema Uhren an sich und dem mechanischen Part, wie diese funktionieren, beschäftigt. Und habe erstmal natürlich nach mechanischen Uhren gesucht, die so im Preisbereich bis 500 Euro roundabout liegen. Und ja, jetzt kommen wir auch zu meiner allerersten Uhr, die ich damals gekauft habe. Ich habe sie hier schon mal vorbereitet. Das ist mein Instagram-Kanal und da habe ich mein privater. Und da habe ich damals, um genau zu sein, vor 231 Wochen, das ist der 28. September 2020, habe ich meine allererste Uhr gepostet. Das war eine Sevo gewesen. Sevo ist halt, ja, so eine richtig billige, oder was heißt billig, aber eine günstige China-Uhr, die einer Frank Mueller nachempfunden ist. Also so vom Design. Ich blende euch das hier auf jeden Fall mal ein. Und ich fand die Marke Frank Mueller damals, weil auch Marc Gebauer die so ein bisschen zelebriert hatte, ziemlich interessant, weil die halt so classy aussah. Und genau, dann habe ich mir die auf, ich glaube, Amazon war es, geholt, weil ich wollte halt unbedingt eine mechanische Uhr haben. Beziehungsweise das war ein Automatikkaliber gewesen. Und sie sollte
etwas haben, wo ich auf jeden Fall mich dran erfreuen kann, wo ich auf jeden Fall immer erkennen kann, dass es eine mechanische Uhr ist. Und da ist natürlich hier das Balance Wheel der richtige Weg gewesen. Ich wollte also eine Uhr mit einem Balance Wheel haben. Das rotiert hier immer hin und her, sobald man die Uhr aufzieht. Und ja, es war einfach wunderschön. Ich habe mich sofort darin verliebt. Ich fand diesen diesen technischen Part hinter diesen Uhren am Ende sogar noch faszinierender als den finanziellen Part. So, und das war halt meine allererste Uhr und ich habe da wirklich stundenlang immer wieder drauf gestarrt auf dieses Balance Wheel, wie es sich halt bewegt hat. Ich kann das jetzt hier auch mal abspielen. Und ja, kommen wir direkt zur zweiten Uhr. Und ja, wie man sehen kann, hat sich mein Geschmack da auf jeden Fall schon verändert. Ich bin von dem Frank Mueller-Style hin Richtung Richard Mille gegangen, weil natürlich auch der Kollege Marc Gebauer sehr viel Richard Mille immer gepredigt hat und sehr viel auch von der Marke hält, die immer sehr zelebriert hat. Und da habe ich natürlich auch noch eine Uhr gegoogelt, die diesem Stil so ein bisschen entspricht, aber jetzt keine Hommage-Uhr ist, also jetzt keine Richard Mille an sich kopiert, sondern halt einfach so ein bisschen den Stil verkörpert. Und da gab es dann die Ziga Design Z, die fand ich sehr, sehr geil. Die hat hier auch ein Open Case, ähnlich wie bei vielen anderen Richard Mille Modellen auch. Also du kannst hier quasi in das Uhrenwerk reingucken. Das fand ich mega genial. Das hat mich genauso fasziniert. Man kann hier wieder die Balance Wheels sehen und ja, so ein bisschen von der Form ähnelt sie auf jeden Fall einer Richard Mille. Die habe ich hier in einer limitierten Variante mit einem roten Strap gehabt. Ich glaube, da waren irgendwie so Dollarzeichen oder Bitcoin-Zeichen drauf. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. War auf jeden Fall ein bisschen teurer, glaube ich. Habe ich mir damals gebraucht geholt bei eBay, bin ich der Meinung. Und ja, mit der Uhr hatte ich auch eine Menge Spaß. Die hatte ich auch eine lange Zeit, aber dann irgendwann auch wieder verkauft. Nach dieser Uhr habe ich auf jeden Fall für mich entschieden, ich möchte jetzt eine richtig schöne erste Sammlung haben mit verschiedenen Stilen auf jeden Fall. Wie eben schon erwähnt, die erste Uhr Frank Mueller, diese hier auf jeden Fall angelehnt an Richard Mille. Nachdem ich mich dann so ein bisschen ausprobiert hatte, hatte ich mir auf jeden Fall das Ziel gesetzt, meine erste Luxusuhr auch irgendwann zu holen, denn ich war so im Uhrenfieber gewesen, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und eine Uhr, die ebenfalls Marc Gebauer immer so gepredigt hat, beziehungsweise eine Uhrenmarke, war Omega. Omega ist, glaube ich, die Marke, auf die Marc Gebauer selber am meisten gesetzt hat. Wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, dass er natürlich da auch guten Umsatz dran verdient. Da Omega natürlich im Preisbereich 5.000 bis 10.000 Euro liegt und das seine Zuschauerschaft wahrscheinlich eher zur Verfügung hat, als jetzt bei teuren Uhren. Er hat ja doch eher ein junges Publikum und deswegen kann ich natürlich nachvollziehen, dass er diese Marke natürlich auch sehr promotet. Unabhängig davon muss ich aber sagen, habe ich mich viel über diese Marke informiert und die Historie dahinter ist auf jeden Fall beeindruckend. Und hierbei darf man natürlich auch nicht die Geschichte dahinter vergessen. Die allererste Uhr auf dem Mond. Das ist natürlich schon ein Statement und halt eines der Klassiker schlechthin. Ja. Promis wie James Bond haben sie in ihren Filmen getragen, also natürlich die Seamaster überwiegend. Und ja, es ist einfach eine zeitlose Uhr. In diesem Fall eine Omega Speedmaster Professional, ein sogenannter Chronograph. Ja, und einfach meine Traumuhr gewesen. Und hier dieses Foto entstand, als ich bei einem Konzessionär zusammen mit einem Freund war und diese dort anprobiert hatte. Ich hatte mich sofort verliebt und ja, am Ende des Tages war sie dann meine. Ich konnte es nicht sein lassen und ich war der glücklichste Mensch auf Erden zu diesem Zeitpunkt. Ja Leute, das war es auf jeden Fall mit meinem ersten Teil meiner Uhrensammlung, wie ich zu den Uhren gekommen bin, warum ich mir diese geholt habe. Und ja, jetzt würde mich mal interessieren, was war denn eure erste Uhr, die ihr euch eigentlich geholt habt? Warum habt ihr euch sie geholt? Und wie seid ihr überhaupt zu dem Thema Uhren gekommen? Würde mich mal wirklich interessieren. Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Ich bin noch ein Kanal, der ganz am Anfang ist. Ich weiß noch nicht so richtig, wo ich hin möchte, ob es in Richtung News gehen soll, ob es in Richtung Investments gehen soll. Und ich versuche das gerade herauszufinden und würde mich daher wirklich auf euer Feedback freuen. Schreibt es gerne rein, liked, followed und was auch sonst so. Ich
bin schon müde, das immer zu hören und dementsprechend auch zu sagen, macht's einfach, wenn ihr möchtet. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Macht's gut, euer Chris.